Hallo, heute möchte ich dir 3 schnelle Tricks zeigen, die du gerne ausprobieren kannst und die richtig Spaß machen. Der erste Trick ist, dass du aus jeder Zeitschrift eine Figur ausschneiden kannst und das als Schablone benutzen kannst. Du musst ein bisschen darauf achten, dass natürlich nur die Silhouette nachher abgedruckt wird. Also hier bei ihr habe ich zum Beispiel den Arm abgeschnitten und hier auch noch so einen kleinen Dutt angesetzt. Auch hier die kleine Öffnung erweitert, damit es nachher einfach gut aussieht. Dieses Blatt habe ich schon vorbereitet, das ist jetzt mein zweiter Farbauftrag und da lege ich jetzt die Figur ein und hier gestalte ich einfach nochmal mit einigen Gummibändern und Schnüren den anderen Bildbereich. Das ist dann das Ergebnis. Trick 2 ist, wenn du das jetzt nochmal abziehst, da also den Ghost Print abnimmst, hast du folgenden tollen Effekt. Das Mädchen ist jetzt hier wirklich in ihrer ganzen Körperlichkeit zu sehen. Du siehst hier das Gesicht, du siehst hier die Ansätze von dem Kleid. Das heißt, das ist quasi eine Fotoübertragung. Das ist der zweite Trick, der sich wunderbar eignet, wenn du zum Beispiel eine Zeitschrift nimmst wie Bazaar oder InStyle, weil da sich die Fotos übertragen lassen. Der dritte Trick, der betrifft jetzt die Farbwahl. Ich werde oft gefragt, was kann ich denn hier noch als dritte Farbe dazu nehmen? Und der Trick ist einfach, du mischst die beiden Töne, die schon da sind, und gibst Weiß dazu. Und das ist dann immer eine Farbe, die sich wunderbar als dritte Druckfarbe eignet. Ich lege hier die Figur ein wenig versetzt daneben und versuche hier wieder ungefähr die gleichen Positionen zu finden, die ich schon hatte. Das wird natürlich nicht ganz gelingen, aber das macht gerade den Reiz aus. Ich nehme jetzt ein weißes Stück Papier, was unregelmäßig abgerissen ist, und lege das noch mit rein. Und das ist das Ergebnis. Durch dieses leichte Versetzen ist hier jetzt ein kleiner blauer Rand entstanden und das ist diese abgedeckte Stelle durch das Papier. Und der dritte Trick ist, dass du halt einfach eine Mischfarbe wählst aus den vorhandenen Farben und viel Weiß dazu machst, dass du die Schablone ein Stück versetzt und hier nochmal so einen Streifen Papier reinlegst. Das sind eigentlich 3 Tricks, aber zusammen geben sie halt nachher einen wunderbaren dritten Farbauftrag. Das waren 3 schnelle Tricks von mir. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Gib mir einen Daumen hoch oder abonniere meinen Kanal. Hier geht es noch zu einem anderen Video über Gelatinedruck. Und vielleicht sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.